So, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem direkten Pool Mining von Caspar. Genau. Caspar ist ein Proof of Work Coin, das heißt also kein Token-Teil irgendwie so, sondern es ist wirklich Proof of Work und damit um einiges höhere Zukunftsaussichten wie diese ganzen Token-Geschichten. Wir werden Caspar im Dual Mining mit Binance auf dem LOL-Miner laufen lassen. Das bedeutet, wir starten einmal den LOL-Miner und minen damit Binance Pool ETC, also Ethereum Cash, das ist auch Proof of Work, und gleichzeitig Caspar auch auf Pool. Und als kleine Belohnung zum Dings nehme ich euch dann mal mit auf einer meiner Hauptmining-Maschinen. Da läuft diese Config also im Dual Mining auf LOL-Miner und noch NiceHash auf CPU, der dann auch noch meint. Ja, also ein Notebook, wo 3 verschiedene Sachen gleichzeitig meint und das ohne großen Verlust. Okay, wir brauchen natürlich, wenn wir mit Binance arbeiten wollen, einen Binance-Account. Wenn ihr diesen nicht habt, müsst ihr euch bei Binance erst anmelden und einen Account erstellen und das KYC durchlaufen. Okay, wenn das Voraussetzung ist, wenn ihr das habt, dann könnt ihr einen Binance-Pool beitreten. Binance hat halt den Vorteil, es ist günstig und man bekommt täglich einmal am Tag seine Auszahlung von dem, was man gemeint hat. Also quasi die Mindestmining-Grenze wird hier nicht verlangt. Wir gehen auf Earn, auf Mining Pool. So, und da könnt ihr euch jetzt erst einmal einen Mining-Account erstellen. Ich habe das natürlich jetzt schon. Ich habe hier einen PMIC drin und dann habe ich noch einen PMIC 2 drin. Dann könnte ich hier Account Settings noch machen und ganz oben habe ich hier Mining Account Plus, also auch Mining Account hinzufügen. Für die meisten, die nur eine 4 GB Grafikkarte haben, ist natürlich Ethereum Cash am interessantesten. Darum habe ich auch den jetzt mal genommen. Dann kann man sich hier View Tutorial anzeigen lassen. Da ist das auch nochmal beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Die unterstützen hier Notebook Miner, T-Rex Miner, G-Miner. Der LOL-Miner, den wir jetzt verwenden wollen, ist leider nicht dabei, macht aber nichts. Das kriegt ihr von mir gesagt, wie es geht. Dann machen wir den Pfeil nach unten. Dann können wir mal schauen, wie der Pool so im Moment läuft, was er so spuckt. Ein bisschen die Statistiken. Und was ihr braucht zu minen, ist quasi das, was ich hier oben als PMIC drin stehen habe. Das ist euer Mining-Account, den müsst ihr dann angeben. Also vergibt euren eigenen Namen für diesen Mining-Account, nicht meinen, ja? Ihr könnt gerne auf meinen Account minen, habt nichts dagegen, soll mich nicht stören. Bin ja nicht so. Das ist diese Voraussetzung. Und dann schauen wir uns noch mal ganz kurz was anderes an. Und zwar, das könnt ihr dann auch einrichten in eurem Binance-Account, unter Mining-Account. Und zwar eine Walker-Statistik, ein Walker-Link. Ich habe jetzt dann nur eingerichtet den Namen, welche Hashrate das erfährt, ne? Und wann die letzte Zahlung halt quasi war, also das letzte Mal online war. Das kann man hier auch nochmal aufrufen, sich anzeigen lassen, dann sieht man, wie erfolgreich denn der Miner ist. Ethereum Classic gehört jetzt nicht unbedingt zu den Rennern, was die Ausbeute angeht, also den Ertrag. Allerdings, man meint halt einen Coined Proof of Work und nicht eine Stable-Geschichte. Es war von vielen auch der Wunsch, ist mir angetragen worden, dass sie eben Proof of Work bevorzugen und Alternativen zum Bitcoin-Mining. Und das möchte ich einfach mal aufzeigen. Gut, lassen wir den einfach mal so stehen. Caspar, wir brauchen eine Wallet. Mal ganz kurz am Rande so bemerkt, für die, die sich gewundert haben, dass es jetzt wenig Videos in letzter Zeit gab. Es gab ein großes Buchprojekt, an dem ich beteiligt war. Das hat sehr viel Zeit gekostet.
Und dann gab es Probleme mit Kamera, der MacBook, die Tonaufzeichnung hat alles nicht mehr funktioniert. Und dies ist das erste Video, was jetzt zum Teil auch ein bisschen mit OBS produziert wird. Da gab es einfach ein bisschen, ja, Kuddelmuddel. Und ja, jetzt geht es eigentlich wieder weiter. Ich kämpfe allerdings noch ein bisschen mit dem OBS. Ja, das ist auf dem Mac natürlich auch wieder so ein bisschen anders mit Ton und was man so aufnimmt. Aber alles kein Problem. Wenn wir Caspar meinen wollen, wir verwenden den K-Heavy Pool. Das ist momentan der am meisten Ertrag bringt. Okay? Das bedeutet, wir haben allerdings eine Auszahlungsmindestgrenze von 100 Caspar Coins. Die müsst ihr zusammenfahren, da könnt ihr euch das dann auszahlen lassen. Auf caspar.org kommt ihr dann direkt hier auf diese Seite. Und wenn ihr hier mal ein bisschen runter geht, so, dann gibt es hier die Wallets. Gibt es hier eine Desktop-Wallet, die muss man sich installieren. Das ist jetzt eine reine Entscheidungsgeschichte, wie ihr das gerne machen wollt. Dann gibt es eine Command-Line-Wallet für die Linux-Freaks, die alles per Command-Line haben wollen. Jawohl, dazu gehöre ich leider auch nicht. Ich muss nicht alles per Command-Line haben. Ich bin auch ein bisschen faul und klicke lieber mal ein bisschen. Wir verwenden hier einfach mal die Caspar Web Mobile Wallet. Die ist eigentlich auch sehr recht einfach zu handeln. Sei erwähnt, dass die Wallet, das auf dem Gerät, wo es installiert, hinterlegt ist. Da könnt ihr dann mit eurem Passwort drauf zugreifen. Jedes andere Gerät, was diese Wallet quasi aufrufen möchte, wenn du auf dem PC das, auf dem Notebook eingerichtet hast, die Caspar Wallet, du möchtest es gerne auf dem Handy oder auf dem Tablet einrichten und du rufst es auf, dann musst du deine Seed Phrase einmal eingeben, komplett, also die 12 Wörter, die wir gleich bekommen. Diese 12 Wörter gilt wie immer, bitte gut aufbewahren, kein zweites Augenpaar, kein drittes Augenpaar darf die Dinger sehen. Das ist euer Top-Secret-Geheimnis, da sind eure Caspar-Coins drin, das ist euer Zeug. Wer die Keywords hat, kann eure Caspar-Coins abkassieren. Gilt für alle anderen Wallets genauso. Seed Phrase immer top sicher aufbewahren. Wir legen los und warten. Da ist es auch schon. So, New Wallet. Wir brauchen jetzt erstmal eine neue Wallet. Ich habe natürlich schon eine Wallet, eine neue. Das ist auch noch so ein Passwort, wenn ich jetzt eine neue anlege und ich habe schon eine, dann fliegt mein altes Seed Phrase raus. Die ist dann ungültig im System und ja, wie könnte es anders sein? Man muss dann halt die Wallet nochmal neu aufrufen und muss sich das dann quasi noch einmal die Seed Phrase eingeben und dann kommt man natürlich auf seine Coins wieder dran. Ist aber gut zu wissen, nicht, dass man da verwundert ist, wenn das passiert. Okay, dann geben wir uns ein Passwort ein. Und sind drin. So, jetzt brauchen wir diese Seed Passkey. Die müsst ihr euch natürlich aufschreiben. Das macht ihr auch am besten gleich oder ihr kopiert die euch. Könnt ihr jetzt auch in dem Fall sehen, weil das Ding wird sowieso von keinem benutzt. Ich werde euch auch die Wallet-Adresse nicht bekannt geben. Auch die könnt ihr euch dann selber raussuchen. So, next. So, und jetzt fragt er nämlich gegen, ob wir das wirklich aufgeschrieben haben. Das erste Wort ist Business, dann will er das siebte Wort haben, das ist Brand und das vierte Wort ist Swap. Gut, und damit sind wir drin. Jetzt warten wir hier noch ganz kurz ab und jetzt bekommt ihr hier oben eure Wallet-Adresse, die könnt ihr euch auch kopieren und könnt sie dann überall, wo ihr wollt, einfügen. Wichtig ist, wundert euch nicht, diese Adresse ändert sich alle Nase lang. Wenn ihr jetzt bei Mining Pool diese Adresse angibt zu meinen, solltet ihr die auch nicht immer unbedingt ändern. Das ist ganz schlecht, weil sonst fangt ihr jedes Mal neu an und die alten Coins sind wieder weg. Das wollen wir natürlich nicht. Gut, jetzt haben wir uns noch mal ausgeloggt auf unserer Wallet und die Anmeldung der Wallet schaut so aus, wenn ihr sie neu aufruft. Also wenn ihr die Seite aufruft, dann könnt ihr hier sagen, ihr könnt eine neue Wallet anlegen oder ihr könnt sagen Open Wallet. Für Open Wallet braucht ihr natürlich euer Kennwort. So, dann seid ihr jetzt auch schon drin
Und hier oben aktualisiert er noch ganz kurz, das sehen wir auch. Das ist jetzt meine Wallet, wie ihr seht ist die leer. Ich habe die 100 Kaspa Coins auch noch nicht zusammengefarmt, zusammen gemeint und deshalb ist die Wallet natürlich leer. Habe natürlich jetzt hier auch wieder eine andere Adresse als die ich bei meinen angegeben habe. Bei meinen habe ich natürlich die Adresse angegeben, die relevant war zu dem Zeitpunkt und da ich jetzt eine andere habe, könnt ihr das gerne sehen. Ihr könnt ja nicht nachvollziehen, was da drauf ist. Also ihr könnt aber den QR-Code scannen und mich finanziell unterstützen und mir vielleicht 1 oder 2 Kaspa überweisen, so als kleine Spende, als Dankeschön. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. So, Scan-Code könnt ihr senden hier, ganz normal. Dann habt ihr eure Wallet, da habt ihr noch ein bisschen übrig. Dieses Export, da könnt ihr eure Bewegungen exportieren und das ganze Zeug. Im Good Old Germany ist es ja natürlich so, dass man alles irgendwie aufheben und bunkern sollte. Das kann ich euch im Bereich Kryptos nur empfehlen, auch von eurer Kryptobörse. Habt seit Beginn, seitdem ihr mit Kryptos arbeitet, von allen immer Kontoauszüge bzw. die Aufstellung, was ihr getan und gehandelt habt. Wer weiß, auf was für Ideen die noch kommen. Dann gibt es noch ein bisschen Infos über das Netzwerk. Und wenn ihr was debuggen müsst, und Kundendienstprobleme habt, dann geht das darüber. So, das war eigentlich auch schon der ganze Schabernack, was hier angebracht ist. Also mehr gibt es hier eigentlich nicht. Über den könnt ihr euch ausmelden. Ach ja, hier gibt es noch so einen schönen Button, den habt ihr vergessen zu drücken. Da könnt ihr jetzt natürlich mein Style anpassen. Ich habe es eigentlich gerne immer nachtdunkel, aber das war jetzt einfach mal taghell. Auf diesem Schloss könnt ihr euch ausloggen und dann sind wir da raus. Nun gut, kommen wir zum eigentlichen Kern der ganzen Sache, der euch wahrscheinlich jetzt am meisten interessiert. Wir sind auf ein MSI-Notebook geschaltet. Das ist eine AMD-Maschine, AMD Radeon und AMD Ryzen. Wie gesagt, es gibt momentan ein Phänomen, was ich festgestellt habe bei meinen Minern ist, dass die Intel-Prozessoren stark runtergegangen sind. Also i5 ein Drittel von dem, was er mal gebracht hat vor 4 Wochen und ein i7, wie jetzt zum Beispiel auf dem MacBook, der bringt auch bloß noch die Hälfte von dem, was er mal gebracht hat. Der AMD Ryzen ist vorübergehend mal 2 Wochen ein bisschen runtergegangen, dann ging er wieder nach oben und läuft eigentlich mit normaler Geschwindigkeit mit seinen guten 40 Cent pro Tag durch im Bitcoin-Mining. Aber das ist, ich kann nicht nachvollziehen, woran es liegt. Ich habe verschiedene Miner ausprobiert, verschiedene Setups, verschiedene Betriebssysteme. Also am Windows liegt es nicht, da können wir mal ausnahmsweise Microsoft außen vor lassen. Am Power Management liegt es auch nicht. Ja, warum die Intel-Prozessoren momentan wenig abwerfen, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber zurück zum Dual Mining und wir schauen uns erst einmal jetzt an, wie eine solche Batch-Datei aufgebaut ist. Dafür gibt es keinen Konfigurator, das kann ich euch gleich erzählen. Es gibt einige Beispiele im Internet, aber man muss da schon ein bisschen rumbasteln, bis das ganze Ding auch wirklich funktioniert. Wichtig an der Stelle ist auch, ihr müsst also nicht den ET-Cache hier verwenden und den Binance Pool als ersten Mining-Block und den Kaspa als zweiten. Ihr könnt beide variabel austauschen. Wichtig ist, dass ihr euch an die LoL-Miner-Prinzipien haltet. Und es kann sein, dass ihr noch ein bisschen rumspielen müsst mit den Parametern und den Pools, dass ihr da auch wirklich das kriegt, was ihr wollt. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Also wir wechseln hier erst einmal in unser Verzeichnis, wo unser LoL-Miner liegt. Da empfehle ich euch wirklich die neueste Version zu nehmen, die 1.7.6a, und die zu installieren. Gut, der Algorithmus ist jetzt hier ET-Cache. Wenn ihr das ändern wollt, könnt ihr das machen. Wir verwenden den Pool Binance. Binance Pool, warum? Weil er Proof of Work ist und täglich auszahlt ohne Mindest-Mining-Guthaben. Also ich muss nicht erst 50 oder 100 Coins zusammen meinen, bevor ich hier auszahlen kann, sondern ich kriege das täglich ausgezahlt in meine Binance Wallet und kann da direkt drüber verfügen. Dann bei Binance ist es so, wir müssen einen User angeben, den habe ich am Anfang vom Video schon mal erklärt, wie ihr euch den Mining-Account anlegt bei Binance. Dann definiert ihr euren Worker, das ist in der Regel euer Username und dann Punkt 001 oder je nachdem die Nummer von eurem Rig dahinter. Und dann geht es jetzt hier los, in diesem Block ist das Dual Mining.
Ne? Ja. Da verwenden wir Dual Mode und wir verwenden Dual Caspar. Okay. Dann haben wir, also Dual Caspar definiert quasi, wir wollen im zweiten Dual Mining Prozess Caspar meinen. Da könnt ihr euch bei Neuminer noch raussuchen, da gibt es dann auch Dual, die anderen, also die ihr dann raussuchen könnt. Dann haben wir Dual Pool, da verwenden wir den K-Heavy Hash. Der ist der Pool, der eigentlich am meisten schmeißt. Ich Asien verwende hier HK, Hongkong. Dann haben wir den Pool selber und den Port. Dann haben wir einen Dual User. Das ist unsere Caspar Wallet mit den entsprechenden Caspar vorweggesetzt. Da heißt zwar, das kann man weglassen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, es funktioniert besser, wenn man es dazu schreibt. Dann haben wir den Dual Worker, den Namen für den Worker, der im Dual-Modus läuft. Der ist dann der MSI Dual. Und wir haben hier einen API-Port mit 8020, den wir angegeben haben. Den nehmen wir für den Caspar Pool her. Und dann haben wir hier Watchdog Exit. Das ist eigentlich der ganze Schabernack. So, was ihr jetzt machen müsst, ist eigentlich, könnt ihr das so übernehmen, wenn ihr einen Binance-Account habt, euren Usernamen hier oben. Das ist die einfachste Variante. Wie gesagt, ihr könnt euch die Batch-Datei auch umbauen und dann was anderes hashen. Ne? Also ihr müsst hier nicht den ET-Cache verwenden. Ihr könnt auch andere Pools benutzen, den Binance-Pool einfach rausschmeißen, was anderes reinschreiben. Ist eure Sache. Wie gesagt, achtet aber auf den richtigen Aufbau dieser Pool-Datei. Mehr sollte da auch nicht rein. Macht verschiedene Läufe, wenn ihr das Ding startet. Ich zeige das gleich mal in einem extremeren nochmal an dem Einzelmodus, wenn wir Neuminer einzeln auf Caspar laufen lassen. So, wie schaut das jetzt aus? Also das ist der ganze Kern der ganzen Sache. Ne? So, ausschauen tut das Ganze folgendermaßen, wenn wir das anschmeißen. Ja, jetzt fährt er mal hoch, sonst ist das Fenster ein bisschen groß. Ja, sieht man ein bisschen mehr. So, ich werde jetzt auch hoch. Ihr seht jetzt hier, Pool Binance ist drin. Auto-Resized Worker. Dann haben wir den ACC Pool, den ACC Pool. Da sind wir auch drin. Auto-Resized Worker Caspar. Das ist nochmal eine Binance-Meldung. So, das hat er jetzt auch. Das läuft jetzt ein bisschen durch. Da kommt auch Trimming Dual Mining Complete. Da schneide ich euch jetzt mal nicht raus. Da lasse ich euch ein bisschen zugucken. So, hier haben wir jetzt unsere Aufstellung. Das hier ist in diesem Bereich der erste Pool. Das ist ETH-Cache. Das seht ihr auch an weiß. Hier, weiß ist dargestellt, Binance Pool. No Shares, no Rejected. Das ist klar. Und dann haben wir das Graue, das ist hier. Das ist der K-Heavy Hash. Der hat auch 0 und 0, also 0 Rejected, 0 Shares im Moment. Und da läuft jetzt erst noch ein bisschen durch. Jetzt könnt ihr auch sehen, dass sich hier die Zahlen, die Hashrate anpasst. Die verändert sich jetzt, die verlagert sich. Ein bisschen Schweigen im Walde, ich könnte jetzt einen kleinen Flachwitz erzählen. Nein, wir haben es geschafft. Nein, wir haben es nicht geschafft. Wir haben ein Found auf den Share, aber der wurde injected, weil er nicht gültig ist. Gut, wie gesagt, der Miner ist noch nicht ganz da, er ist noch nicht ganz oben. Jetzt seht ihr also schon, wir sind mit ET-Cache schon runter auf 20 Megahash und 103 Megahash hätten wir jetzt halt momentan auf unseren K-Heavy Hash. Und hier ist die Meldung, Tuning Dual Mining completed. Gut, und wir laufen 21 Megahash, also 22 Megahash kann man sagen, auf 95,5 Megahash. Und damit düst die Kiste. So, jetzt sind wir mal ganz gemein.
Klar kann ich jetzt halt natürlich mehr rausholen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich jetzt mehr auf Casper konzentrieren. Da zeige ich euch dann nochmal eine Single Mining Badge. Hier die könnt ihr dann starten. Da seht ihr auch nochmal ganz klipp und klar, dass ihr da auch mehr rausholen könnt. Da läuft also schon mehr, weil natürlich die Leistung von Miner nicht aufgeteilt wird, sondern komplett durchläuft. Dann laufen wir mit 186 Megahash ungefähr oder 182, glaube ich, macht er. Was jetzt allerdings wirklich interessant ist, wir holen uns mal NiceHash dazu und lassen hier im CPU-Modus den jetzt noch mitlaufen. Da kommt wieder der Felix, der nicht richtig initiiert. Ja, der Felix bleibt uns auch, dass er nicht richtig initiiert. Ich glaube, ich muss den Kasten mal wieder neu starten. Ich weiß nicht, wie lange der schon wieder läuft. Schieben wir uns mal hier oben hin. Brauchen wir jetzt momentan nicht. Den können wir uns ein bisschen kleiner machen. So. Und wir sehen jetzt also hier, wir laufen immer noch 24:97. Das heißt, wir haben sogar noch ein bisschen was dazu gekriegt. Und wir meinen hier momentan 21 Cent Bitcoin pro Tag. Habe ich 3 Coins, die ich gleichzeitig meine. So, wo macht es jetzt Sinn, wenn ich zum Beispiel hier so Dual Mining betreibe? Wir haben alle mal irgendwann irgendwelche Coins angefangen zu minen, haben dann einen anderen gefunden, den wir meinen, weil er besser bringt, weil er mehr bringt. Und man möchte halt vielleicht doch noch nebenbei mal irgendwie diese Dinger zusammenfarmen, dass man sie mal irgendwann auszahlen kann. Dann bietet sich eben genau das an, dass man hier ein Dual Mining betreibt und nebenbei noch das NiceHash Mining laufen lässt auf CPU. Ne, da haben wir jetzt sogar schon 23 Cent pro Tag. Kann ich meine kohlespezifisch meine Bitcoin minen, indem ich NiceHash laufen lasse auf CPU und 2 Miner-Blöcke noch laufen lasse auf LOL-Miner, auf die GPU. So, es bleibt auch relativ konstant, 96, also 97 kann man jetzt sagen, 97 Megahash, immer noch auf 24, der ist noch ein bisschen runtergegangen, gleicht sich hier etwas aus. Ja, das dauert immer, bis er die ersten Blöcke findet, ich weiß. Na komm, einen könnt ihr jetzt mal finden, dass ich den Gefallen tun kann und sagen kann, hier, da steht er. Aber das ist Vorführeffekt, Murphys Gesetz, wir kennen sie alle. Wie gesagt, eine super Gelegenheit, einfach Coins zu meinen, die man noch vollkriegen will zur Auszahlung zum Beispiel. Oder etwas noch nebenbei meinen möchte. Beachten solltet ihr aber auch dabei, also wie gesagt, mit Intel-Prozessoren bringt das momentan gar nichts. Also selbst der MacBook mit dem i7 macht in GPU-Mining genauso wie bei CPU-Mining eine miserable Ausbeute. Also der i7 ist momentan für mich nicht relevant zu meinen, genauso wenig wie ein i5, der eigentlich sonst normalerweise auch gut läuft. Im Moment bringen die eigentlich gar nichts, die 2 Intels, die ich habe. Also die sind momentan eigentlich außer Betrieb. Ein MacBook lasse ich dann ab und zu nochmal auf Casper im Solo-Modus laufen, also im Single. Solo-Mining ist wieder was anderes, darum bevorzuge ich den Ausdruck Single-Mining, wenn ich nur einen Block gleichzeitig laufen lasse auf dem Miner. Es bleibt dabei, wir haben einen rejected. Gut, ich würde sagen, das brauchen wir jetzt nicht anschauen, das seht ihr dann selber, wenn ihr das nachvollzieht. Wie gesagt, am Anfang, wenn man die Kiste hochfährt und den Miner startet, dauert immer, bis man einfach was findet. Das ist völlig normal. Jetzt haben wir jetzt den CPU-Miner gestoppt und ihr seht, es ändert sich hier von der Hashrate, was die GPU angeht, beim LOL-Miner eigentlich gar nichts. Darum mag ich den eigentlich auch wirklich ganz gerne. So, nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt zu fahrt und es dauert zu lange, da springt mir dann bloß wieder das Publikum ab. So, close LOL-Miner, yes. Dann schauen wir uns mal was anders. Lassen wir die nochmal laufen. Schauen wir uns Single-Konfiguration an. Wir wollen den Casper mit dem LOL-Miner
im selben Pool meinen mit etwas mehr Dampf. Könnt ihr natürlich dann mehr rausholen. Da haben wir in Wollmeiner den Algo, da fangen wir dann direkt an mit dem Algorithmus, ist klar. Also nicht mit Dual-Casper, sondern wir meinen ja Single dann. Dann haben wir den Algorithmus Casper direkt. Unserem Pool, da ist es bei mir hier in Asien teilweise so, dass ich halt russische Poolzugangsadressen verwende, weil sie besser laufen, als wenn ich über Amerika düse. Beziehungsweise Hongkong, die, es ist eine volatile Ausbeute bei Hongkong, da geht es rauf und runter, viel wenig, mal gar nichts. Die Russen sind da sehr stabil, darum habe ich jetzt hier einen russischen Pool drin stehen, also bitte nicht lachen. Es ist möglich, ihr könnt auch in Deutschland amerikanische Pools meinen, ihr könnt ja mal gucken, da kann man unter Umständen einen Pool erwischen, der besser läuft als andere Pools. Also da kann man sich mit den Pooladressen durchaus mal rumspielen. Dann haben wir wieder unseren Casper als User mit unserer Wallet-Adresse. Und jetzt bitte nicht wundern, wir haben hier keinen Parameter Worker, also zweimal Bindestrich, Worker, leer und dann den Workernamen. Den haben wir hier nicht. Warum? Der funktioniert nicht. Ihr bekommt dann in der Casper Mining Pool Ansicht ein 0x0 Miner ausgewiesen, der ungefähr mit 50% Leistung läuft. Da ist irgendwie ein Bug drin, der übernimmt das nicht. Was allerdings funktioniert, ihr könnt euren Minernamen angeben. Das müsst ihr auch, wenn ihr zum Beispiel zwei Miner laufen habt auf dem Casper Pool, dann müssen die unterschiedliche Namen haben. Die können nicht beide X0X heißen. Die heißen dann wirklich so, das ist also jetzt keine ausgedachte Sache. Dann könnt ihr das machen, indem ihr eure Wallet-Adresse eingibt, Punkt und den Workernamen, .msi. Okay? Dann brauchen wir für unseren Casper noch den API-Port, den 8020 und die Watchdog schalten wir dahinter mit Exit. So, das ist eigentlich der ganze Schabernack, den ihr da jetzt beachten müsstet. Okay? Also wie gesagt, den Workernamen so angeben, das ist teilweise auch anders beschrieben. Ich habe mich da auch ein bisschen länger mitgespielt, bis ich das raus hatte, wie es richtig funktioniert, dass ich auch den entsprechenden Ertrag rauskriege. Aber so läuft das. Die Batch-Dateien setze ich euch auf der Homepage rein. Die Homepage ist unten im Blogbeitrag, also in Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr dann auf die Seite auf der Homepage und da steht das alles nochmal beschrieben, schriftlich leicht zusammengefasst und natürlich dann auch nochmal die Batch-Dateien zum Rauskopieren. Okay, gut, machen wir den zu. Gucken wir mal hier drüben. Also hier haben wir jetzt mal, hier sehen wir das, Share 1. Ist okay. Also es funktioniert, es läuft. So, springen wir hier mal raus. Yes, den machen wir mal zu. Und jetzt schmeißen wir hier unseren Single Miner an. Mal schauen, was wir für einen Hashrate kriegen. Im Moment hat er 150, 182, jetzt kommt er langsam in die Gänge. Ja, 182, das ist okay. So, lassen wir mal hochlaufen. 182 merken wir uns, wir schmeißen wieder unseren CPU-Miner an mit Bitcoin bei NiceHash. Aber den Felix hat er nicht, den hat er wieder drin. Da stimmt wieder was nicht in der Grafik. Okay, aber egal. So, hier geht es natürlich jetzt auch ein bisschen fixer mal, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen eine höhere Hashrate hier haben. Das Dual-Mining zahlt sich aber trotzdem aus, weil der Ertrag vom Miner einfach höher ist und die die Hashrates einfach konstanter laufen. Also ich habe mit dem Dual-Mining eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich lasse eigentlich meistens Dual-Mining laufen und wie gesagt auch alte angefangene Coins mal fertig zu meinen und ich bevorzuge auch die Proof of Works, weil die Token-Geschichte, die Token-Minen und so, das ist oder Altcoins, es ist immer so eine Geschichte. Ich meine, Tokens sind ja im Prinzip, also es war jetzt halt ein interessanter Bericht über PayPal, die jetzt ihren eigenen Coin einführen, gibt es auch wieder
tonnenweise Sachen, sehr interessante Geschichte, soll ich mal anschauen. Das Ding unterscheidet sich nicht mehr viel von einem CDBC. Da kann der Token in eurer Wallet, das geht eigentlich bei jedem Token, eingefroren werden, gelöscht werden. Die Coinmenge kann erweitert werden, skaliert werden, nach oben, nach unten, wie es der zentralen Partei einfach gefällt, die diesen Token kontrolliert. Das Einzige, was ich eigentlich so mit Token am Hut habe, ist bei Krypto der Crow-Token. Der eignet sich halt sehr gut, um im Supercharger-Event und so da sein bestehendes Vermögen noch ein bisschen zu vermehren. Man macht damit in der Regel, wenn man gute Anlagen erwischt, mit Earn oder mit Supercharger, kann man gute 2,5 bis 5%, teilweise auch manchmal 10% rausholen aus dem angelegten Kapital. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Die ganzen Referenzcodes, die findet ihr auf der Homepage dann auch unter meine Referenzen. Ich verlinke es aber auch noch in der Videobeschreibung. Und vergesst bitte auch nicht das Steuerthema bei der ganzen Sache. Wenn ihr meint, müsst ihr das ab einer gewissen Menge angeben. Allerdings weiß man nie, was Deutschland jetzt da noch einfällt, beziehungsweise die EU, was die Kryptoregulierung betrifft. Ich kann nur jedem empfehlen, Cointracking oder ein Tool wie dieses zu benutzen, findet ihr auch in meiner Referenzlink, ich verlinke es auch nochmal unten in der Beschreibung, zu verwenden und von Anbeginn eurer ganzen Kryptolaufbahn da alles mitzulocken und mitzuschreiben, dass wenn das Finanzamt kommt und sagt, ich will was haben, dass ihr das habt. Holt euch sämtliche Ausdrucke, die ihr von eurer Kryptobörse bekommt, was ihr gekauft, was ihr verkauft habt. Wenn ihr mehr wie 10.000 Euro überweisen wollt, kann es euch schon passieren, dass ihr nachweisen müsst, wo ihr das Geld her habt, auch wenn ihr es von eigenem Konto her überweist und vor Jahren von einem eigenen Konto auch dahin überwiesen habt. Das müsst ihr dann alles nachweisen. Also sammelt bitte Belege und Zeug und Wahr. Also das ist wirklich, wenn ihr es nachweisen könnt, ist es in der Regel alles kein Problem. Wenn ihr sagen könnt, hey, ich habe hier Mining betrieben, ich habe so und so viel rausgeholt, falle aber noch unter den Freiertrag, dann ist das raus. Aber wie gesagt, da auch noch bitte zum Steuerberater gehen, euch fachkundig einholen, aber bunkert einfach alle Belege, okay? So, das war es jetzt eigentlich auch hier von meiner Geschichte. Ihr seht, 182, er läuft. CPU-Mining läuft auch nach wie vor, 22 Cent pro Tag. Ist eine feine Sache. Kann man auch nicht meckern. Gut, gehen wir hier einfach mal raus und schauen uns die Poolseite mal an. So, dann sind wir im Pool meiner Übersicht. Und zwar haben wir unseren Casper-Pool. Ihr könnt übrigens auch andere Pools ausprobieren. Es gibt ja noch verschiedene andere, aber die setzen alle auf den K-Heavy-Pool auf. Also das ist, der kommt eigentlich vom Prinzip alles auf dasselbe raus. So. Im Moment laufen wir ganz gut, 1 oder 2%. Das ist eigentlich so gar nicht zu meckern. Da haben wir unseren MSI Dual, den hatten wir gerade vorhin im dualen Mining laufen. Da ist er auch nicht auf Touren gekommen. Er muss immer ein bisschen länger laufen, damit der hier in der Pool-Ansicht ein bisschen hochkommt. Der läuft hier auch nur mit 183 Megahash, also da ist normalerweise mehr zu holen. Ich komme hier so normalerweise auf 300 dann. Allerdings müssen bei 300 beide Miner laufen, also da muss ich noch den anderen Notebook anschmeißen. So, dann haben wir die Transaktionen, wir bekommen die quasi stündlich ausgezahlt, ne? Das seht ihr hier, die verschiedenen Miner, die werden jetzt hier nicht aufgeführt, könnte man sich natürlich aber jetzt in die Transaktionen anschauen. Dann habt ihr eine Übersicht von euren Earnings, wie viel das ihr so eingenommen und verdient habt. Dann gibt es auch noch mal die Shares und die Hash, ist klar. Da habe ich wieder mal gestern ein bisschen rumgebastelt, ja, muss auch mal sein. Und da haben wir jetzt vorhin gerade die Miners auch so ein bisschen unterbrochen, das sieht man auch wieder. Dann haben wir hier noch die Shares, wann wir wie viel rausgeklopft haben. Hier ist es mal ganz gut gelaufen. Ja, es ist immer so unterschiedlich. Es ist sehr, aber es ist relativ stabil. Und dann habt ihr hier noch die Settings. Wie gesagt, wenn ihr hier was ändern wollt, die IP-Adresse eures Workers, die bekommt ihr raus, wenn ihr zum Beispiel check-meine-ip.org aufruft oder de, wie die heißen, weiß jetzt gar nicht so genau. Die sagen euch dann eure IP-Adresse auch vor dem Rechner im Internet und die gebt ihr ein und dann könnt ihr das hier updaten, ändern. Diese Auszahlungsrate steht normalerweise auf
1000, die könnt ihr runtersetzen auf 100. 100 ist Minimum, drunter geht es nicht und dann könnt ihr Autopayment machen oder sagt nein. Ich werde das noch ausschalten, weil ich lasse es eigentlich immer anstehen, bis ich irgendwann keinen Bock mehr habe, das zu meinen, weil sonst habe ich immer das Problem mit diesen nicht vollgemalten Pools, wo dann noch irgendwie 6, 7 Coins fehlen, dass du das auszahlen könntest und dann will man die halt noch fertig meinen. Deshalb mache ich eigentlich kein Auto-Payout, weil wenn man dann da drüber ist, kann man sie nochmal laufen lassen, wenn man sie nochmal möchte und noch ein bisschen mehr anfarmen oder je nachdem, man ist halt ein bisschen flexibler. Das war es eigentlich so vom Prinzip. Hier ist noch eine schöne Seite, die ich euch mitgeben kann, miningpoolstats.stream. Da seht ihr auch, was abgeht. Da habe ich jetzt momentan auch den Kasper ausgewählt, zum gucken, was denn so läuft. Und da seht ihr auch hier, was die Pools so alle spucken. Ne? Da könnt ihr einen anderen raussuchen. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mehrere ausprobiert, die laufen eigentlich alle gleich relativ. Den ACC, den gibt es auch für Deutschland. Ist alles kein Problem. Da gibt es ja, also reihenweise findet ihr alles und ihr könnt euch auch drüben auch andere Coins aussuchen. Ja? Also ihr seht, hier habt ihr ganze Litanei, was ihr alles farmen wollt und könnt, wenn ihr euch denn das farmen möchtet. Gut, den Binance hatte ich euch auch schon gezeigt. Der ist jetzt normalerweise auch wieder offline. Ja, sind beide offline. Das ist die Zeit, wo man kurz online war. Das ist aber auch gestern, heute ist da nicht viel gelaufen. Gut, dann, wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn ihr die Glocke drückt, werdet ihr auch über alle neuen Videos informiert. Solltet ihr Probleme haben beim Nachvollziehen des Videos oder beim Umsetzen, sind wir da gerne behilflich. Wir übernehmen auch andere Dienstleistungen wie Netzwerkmanagement, virtuelle Maschinen, Virtualisierung, also sprich das ganze Programm. Die KSC ist ein Remote-Dienstleister im oberen Bereich und arbeitet für 25 € die Stunde gegen Auftrag und Rechnung. Und den Kontakt zur KSC könnt ihr unten in der Videobeschreibung auch finden. Gut, dieser Service der KSC richtet sich natürlich an Privat- und Geschäftskunden. Wir machen auch Einzel-PCs, Notebook, Netzwerke. Wie gesagt, da dann einfach formlos Kontakt aufnehmen, sehr unkompliziert, einfach. Und da werdet ihr geholfen. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend oder einen wunderschönen guten Morgen, was vom Frühstück noch übrig ist, und bis zum nächsten Video.